Hallo und willkommen zurück auf den Kanal Computersachen. Heute schauen wir uns mal Rustdesk an. Rustdesk ist eine Fernwartungssoftware, ein Remote-Desktop-Programm. Damit kann man so ziemlich jede Maschine erreichen. Man kann es auf Tablets installieren, auf Handys installieren, auf Linux, Windows und Mac OS. Gut, warum sehen wir jetzt dann hier aber ein AnyDesk? AnyDesk möchte ich euch zeigen aus dem Grund, weil ich möchte auch zeigen, dass ihr Rustdesk installieren könnt über eine bereits bestehende Verbindung. Das heißt, wir nutzen jetzt AnyDesk auf einen entfernten Computer, um unser Rust zu installieren und stellen das dann um. Das ist ein bisschen so eine fortgeschrittene Installation. Also angenommen, ihr habt jetzt jemanden, den ihr mit TeamViewer betreut und habt da Probleme mit Lizenzen und wollt was anderes verwenden, könnt ihr TeamViewer genauso benutzen, um Rust zu installieren und den TeamViewer dann runterschmeißen. Das Ganze funktioniert in der Regel auch wirklich sehr einfach. Ihr ruft euch einfach Rustdesk auf. Rustdesk ist eine Open Source Software, die kostet euch auch nichts. Ihr habt auch keine Probleme mehr mit irgendwelchen Lizenzsachen oder die Zeit ist abgelaufen, ihr wurdet ausgeloggt, euer monatliches Kontingent ist aufgebraucht. Das entfällt alles. So, wir laden das jetzt runter. Möchte natürlich aber auch nahelegen, es ist ein gutes Programm, man sollte es unterstützen und deshalb, ja, spenden wäre vielleicht auch ganz nett. Natürlich auch für meinen Kanal möglich zu spenden. Der läuft, glaube ich, spendenmäßig immer noch auf 0,00 Euro oder so. Ja. Wir laden uns die Windows-Version herunter, speichern die natürlich. Geht auch relativ fix. Okay, dann brauchen wir unseren Explorer. Dann starten wir unser Rustdesk Setup, gehen auf Installieren. Das können wir alles standardmäßig so belassen, da brauchen wir also nichts ändern. Okay, nochmal okay bestätigen. So, und da haben wir jetzt unser Rustdesk. Dann müssen wir noch eine Kleinigkeit ändern, und zwar ist das hier unter Sicherheit. Wenn wir auf den Rechner zugreifen wollen, ohne dass jemand davor sitzt, brauchen wir ein festes, benutzerdefiniertes Kennwort. Das müssen wir vergeben, weil wenn wir auf die Maschine Fernzugriff haben wollen und der nur einen Einmalcode auf seinem Display anzeigt, was auf dem Remote-Computer stattfindet, kommen wir an den Code nicht dran. Dann könnt ihr den auch nicht eingeben. Als erstes entsperren wir oben die Sicherheitseinstellungen. Ja. Möchten wir, dann sagen wir permanentes Passwort. Permanentes Passwort setzen. Dann ist das drin. Gut, das hier oben können wir alles so lassen, wie es ist. Hier unten könnt ihr noch eine andere ID ergeben, dann könnt ihr hier noch diverse Sicherheitseinstellungen machen, eine Whitelist verwenden oder so. Das ist euch dann freigestellt. Hier sind die allgemeinen Einstellungen drin, ob hell oder dunkel. Ich habe es halt gern dunkel, weil hell, ja genau, ich bin mal halb geblendet. Dann, ob wir Audio haben wollen, dann können wir die Bildschirmaufnahme einrichten, wenn wir eine Sitzung aufzeichnen möchten, die Sprache und so weiter. Dann können wir noch diverse Einstellungen für unser Netzwerk machen. Dann kommen wir noch zur Anzeige. Da können wir noch alles Mögliche machen. Da könnt ihr alle möglichen Einstellungen noch machen, wenn ihr irgendwas Spezielles habt. Das bleibt euch gleich. Solltet ihr einen Rustdesk Server verwenden oder Zugriff haben, ist natürlich eine ganz feine Sache mit den Accounts und Konten. Dann könnt ihr das hier einstellen. Wir gehen später in einem anderen Video darauf ein, wie man einen Rustdesk Server benutzt und einrichtet. Der ist also wirklich toll, den kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr wirklich professionell damit arbeiten wollt und Leute damit supporten. Wenn ihr mal beim Spätzle drauf zugreifen wollt, ist das unrelevant für euch, das kann ich gleich sagen. Gut, wir haben Rustdesk jetzt hergeholt, ich musste kurz meinen OBS umstellen. Dann hoffe ich, dass er jetzt die Zwischenablage noch hat, jawohl. Dann haben wir hier schon unsere Adresse eingefügt und die rufen wir jetzt auf.
Gut, dann geben wir unser Kennwort ein und sind auf unserer Maschine schon drauf. So einfach funktioniert es. Easy going. Wir können jetzt alles Mögliche machen. Wir können einen Miner starten, eine VPN-Verbindung erstellen, ein bisschen Neverwinter zocken, die Festplatte umpartitionieren. Da geht so ungefähr alles, was ihr braucht. Wie gesagt, ihr könnt den Rust direkt auf dem PC installieren oder ihr könnt ihn über ein Fernwartungstool installieren, das schon besteht, oder ihr überzeugt den anderen auf der anderen Seite davon, direkt die Datei runterzuladen und dann zu starten und euch die Zugriffsnummer entsprechend zu geben. Ansonsten gibt es eigentlich dazu nicht mehr viel zu sagen. Das ist recht einfach. In einem weiteren Video erkläre ich euch dann, wie ihr den Server einrichten könnt, wenn ihr an dem Interesse habt, und wie ihr die Software-Setup dann weitergeben könnt, so dass es direkt mit euren Server auch verbindet. Da gibt es dann auch nochmal ein kleines Extra. Und sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben super freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Ansonsten solltet ihr bei der Einrichtung, Umsetzung oder sonstigen Probleme mit eurem Computer haben, die KSC Remote Dienstleister übernimmt das gerne für euch. Wir helfen euch gerne weiter. Für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, nur gegen Rechnung. Und kleinere Probleme, die vermerkt ihr einfach unten in den Kommentaren. Kleine Fragen beantworten wir so, das ist okay. Dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.